Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein besonderes Jahr geht zu Ende. Ein weiteres besonderes Jahr. Wir haben viel erreicht unter sehr fordernden Bedingungen. Schutzausrüstung, Corona-Tests, Quarantäne, Einspringen für Kollegen, Sonderschichten, Homeoffice, gleichzeitig Homeschooling, gefühlt endlose Videokonferenzen, Sorgen. Aber Sie waren da. Sie haben durchgehalten und tun das auch immer noch. Für unsere Patientinnen und Patienten, für unsere Kunden und für Fresenius. Ohne Sie wäre es nicht gegangen. Danke. Und ja, Corona beschäftigt uns noch immer. Mehr als wir vor einem Jahr gehofft hatten. Die Pandemie schränkt uns persönlich ein, uns alle. Und sie beeinträchtigt auch weiterhin unser Geschäft. Und zwar deutlich. Unser Wachstum, unser Ergebnis und unsere Fähigkeit, weiter zu investieren. Aber wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und zusammen meistern wir sie. Und darauf bin ich stolz. Bitte seien Sie es auch. Und etwas zeigt uns die Pandemie sehr deutlich. Wir werden gebraucht. Mehr denn je. Unser Beitrag für die Gesellschaft ist wichtig. Was Sie tun, ist wichtig, enorm wichtig. Wir sichern die Gesundheitsversorgung von Menschen auf der ganzen Welt. Damit tragen wir eine große Verantwortung. Und der müssen wir gerecht werden. Das bedeutet, dass wir uns immer weiter entwickeln müssen. Die Welt bewegt sich und wir dürfen nicht stillstehen. Wir müssen offen sein, offen für Veränderungen. Und wir können das. Das haben wir längst bewiesen. Vor rund 110 Jahren waren wir ein kleines Labor in einem Hinterhaus einer Apotheke. Ich bin froh, dass wir dort nicht stehen geblieben sind. Wir haben uns weiterentwickelt, unsere Chancen genutzt und immer wieder Herausforderungen gemeistert. Auch so manche Krise durchgestanden. Mit harter Arbeit, mit Können, mit Mut und mit Zuversicht. Und Zuversicht, die dürfen wir auch weiter haben, denn unsere Voraussetzungen sind nach wie vor gut. In den meisten Bereichen und Ländern, in denen wir tätig sind, da sind wir auch führend. Die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen, die ist hoch und sie steigt. Nur die Preise, die Vergütungen, die wir dafür erhalten, die steigen nicht. Jedenfalls nicht überall und nicht im selben Tempo wie unsere Kosten. Und das ist unabhängig von Corona und daher leider auch nicht nur vorübergehend. Deshalb, auch wenn der Bedarf an hochwertiger und bezahlbarer Medizin stetig wächst, wir müssen weiter daran arbeiten, wettbewerbsfähig zu bleiben. In jeder Beziehung. Wir müssen unsere Kosten senken, noch effizienter werden. Und ich weiß, das ist hart. Aber nur so können wir uns finanzielle Spielräume erarbeiten. Spielräume, die wir brauchen, um in unsere Zukunft zu investieren, in unser weiteres Wachstum, in die Sicherung unserer Zukunft. Und dafür prüfen wir jetzt, ob all das, was wir tun, auch wirklich sinnvoll ist. Und ob wir manches vielleicht besser machen können, einfacher, schneller und ja, auch günstiger. Fällt uns das leicht? Nein. Aber es muss sein, eben um unsere Zukunft zu sichern. Dabei werden wir uns an einigen Stellen auch von Kolleginnen und Kollegen trennen müssen. Wenige im Vergleich zu den insgesamt mehr als 310.000 bei Fresenius. Aber in jedem einzelnen Fall eine harte Entscheidung. Und die treffen wir deswegen nie leichtfertig, sondern nur, wenn wir nach sorgfältiger Analyse überzeugt sind, dass das auch wirklich nötig ist. Und auch dann werde ich jeden Fall bedauern. Und ich verspreche, dass wir das in jedem Fall respektvoll tun werden, anständig, fair und in Anerkennung der Leistung der Betroffenen. Ich weiß, dass Veränderung verunsichert und solche Ankündigungen auch Sorgen und Ängste auslösen können. Und eigentlich gehört das auch nicht in eine Botschaft zum Jahresende. Aber zum respektvollen Umgang miteinander gehört auch,
offen mit ihnen zu sein und sie frühzeitig auf Veränderungen vorzubereiten. Für die konkrete Umsetzung gilt dann allerdings, Sorgfalt geht vor Tempo. Für mich steht fest, wir haben hervorragende Chancen, uns auch künftig erfolgreich zu entwickeln. Unser Geschäft steht auf mehreren starken Säulen und wir besetzen konsequent neue, wichtige Zukunftsfelder. Nehmen Sie die Heimdialyse, wertbasierte Vergütungsmodelle, Biosimilars, Reproduktionsmedizin oder unsere zahlreichen Digitalisierungsinitiativen. Das sind nur einige Beispiele. Wenn ich Ihnen heute also eine Sache mitgeben möchte, dann ist es Zuversicht. Zuversicht in unsere Zukunft, in Fresenius und Zuversicht in sich selbst. Wir sind ein starkes Team. Wir werden weiter wachsen, unsere Chancen nutzen, mutig und mit Zuversicht, so wie wir es immer gemacht haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr mit all seinen Chancen und Herausforderungen. Danke und alles Gute.